Moin zusammen, Estarius hier und willkommen zurück. Es gibt mal wieder einen neuen Guide, auch wenn ich die echt selten mache. Und wie ihr es schon auf dem Thumbnail gesehen habt, es geht darum, Puppen zu platzieren und Waffen und Musikinstrumente, wie man das an die Puppe bringt und ein paar Ideen dazu halt. Also hier könnt ihr einmal alle Sachen, die ich jetzt mir so ausgedacht habe, so staunen und gleich im nächsten Part gehen wir es einzeln durch, wie die gebaut werden. Ich sag mal so, manche Sachen, die kennt wahrscheinlich jeder und ein paar andere Sachen, die sind ein bisschen was Neueres halt. Und weil jemand mal gefragt hat, wie man halt so auch diese Instrumente am besten platziert. Einfach mal was ganz Einfaches, ein paar Tipps, ein paar Ideen. Genau, dann geht's auch schon los. So, also Schritt Nummer eins. Ihr nehmt diese Puppe, platziert die erstmal dorthin, wo ihr den Typen hinplatzieren wollt und auch in der Position, welche Richtung er gucken soll. Das ist jetzt fürs Ausrichten wichtig. Nehmt ihr den Bogenhalter und wenn ihr den so vor euch habt, dann ihr wollt wissen, wohin der Bogen guckt. Also, wenn er euch vor euch ist, guckt der Bogen immer zur rechten Seite. Kann auch mal vorher gucken. Ähm, heißt, erstmal eher Rechtsklick, das Fixieren des Ding. Dann dreht ihr das alles schon mal. Und mit G dann auf die Waagerechte. Dann müsst ihr gucken, dass ihr den anderen Arm hier erwischt, dass ihr die richtige Richtung quasi habt. Dann drehen wir hier weiter erstmal die Richtung mit R. Dass es ungefähr hier auf einer Flucht dann ist. Und aus dann fangen wir an, wieder über G das zu kippen. Ich würde einfach mal 2 nehmen, so 2 Ticks, also 10 Grad. Wenn ihr das vorher mit G so schräg dreht und das dann mit R dreht, dann ja, da kommen ganz komische Zahlen halt immer raus, weil das sich halt ineinander verdreht alles und ja, ist nicht ganz praktisch. Und dann gehen wir hier noch ein Stückchen weiter weg von der Figur. Hier seht, könnt ihr da euch einfach an der Figur hier orientieren. Und ich glaube, wir können sogar hier noch ein bisschen schräger gehen. So, müsst halt nur darauf achten, dass er in die richtige Richtung guckt, halt der Bogen dann. Das habt ihr dann hier so. Dann könnt ihr den erstmal kurz wegnehmen. Auf den Hammer wechseln zum Resetten. Dann nehmen wir den Musikhalter. Dreht den mit den Böbbel da oben in die Flucht von der waldigen Armbrust. Müsst halt immer hier, wenn ihr das auf so 90 Grad hier auf der Waage rechnen habt, dann könnt ihr immer noch so die Richtung ändern, damit sich das nicht verdreht. Oder man resettet das kurz mal. Das macht sich so geplant. Guckt halt, dass der Böppel nach unten zeigt. Ist wichtig. Das ist eigentlich einigermaßen gerade ist alles. Dann noch also der Bogen ist ja 10 Grad nach unten geneigt. Also machen wir das hier auch noch mit dem. Soll ja alles gerade sein. Ähm, genau. Dann guckt ihr hier in der Mitte auf dieses Holz, damit ihr das nach unten ziehen könnt mit Q und Mausrad. Wenn ihr hier vorne hinguckt, da kriegt ihr irgendwelche schrägen Ansätze und das ist Kacke. Deswegen hier auf das Holz gucken, das so ausrichten, dass ihr dann diesen Zeckhalter etwas so platziert bekommt. Dann könnt ihr noch den Pfeil einlegen.
Damit haben wir resetten. Die Figur, die kann man ja mal einen Tick nach oben machen, damit die nicht komplett im Boden versunken ist. Und dann müsst ihr den hier nur noch so ein bisschen wieder auf die richtige Position bringen. Das war's mit der Armbrust. Kein Hexenwerk. Das heißt, sogar richtig easy eigentlich. So, kommen wir zur Bogenvariante 1. Ich mache die beide zusammen, weil die sind ziemlich einfach. Wir nehmen diese Figur hier. Ausrichten, wohin er zeigen soll. Ja, die Pose ist ein bisschen komisch, aber an sich ist das halt für den Bogen zum Spannen halt die beste Position. Den Bogenhalter wieder mit Rechtsklick fixieren. Wie gesagt, der guckt ja jetzt hier aktuell nach rechts hier, also Richtung Figur. Wir drehen ihn auch in die Richtung hier. So dass der Schild und der Bogen halt eine Flucht sind. Andere Seite gehen. Hier den Arm anvisieren. Das Ganze nach vorne, so dass der Halter mit der Hand hier eins bildet. Und ihr könnt dann halt nochmal wegen den Pfeil ausrichten halt, dann gleich, weil ihr eine andere Position haben wollt. Dann nehmt ihr halt einen x-beliebigen Bogen, den ihr gerne haben wollt und Pfeil. Und ja, wie ihr seht, da kann man jeden Pfeilbogen alles nehmen, was man will. Was ganz praktisch ist, ich finde, wenn man das so platziert, dann sieht das mit dem Halter von dem Bogen so aus, als würde man so einen kleinen Schild am Arm tragen. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo bei irgendwelchen Total War Spielen mal gesehen, glaube früher. Da gab es auch solche Einheiten. Deswegen, ich finde, dann stört das auch mit dem Schild nicht so. Verdeckt den Bogen auch nicht so sehr. Nur die Ballposition ist ein bisschen komisch. Okay. Weiter zur Variante 2. Da nehmen wir diese Figur, mal der auf den Boden hier kommt. Ausrichten. Diese Position, also diese Figur, ist halt sehr praktisch, wenn man Leute auf der Mauer haben will. Ansonsten hier wieder das mit dem Schild ausrichten. Am besten so, dass man zwischen der Hand und der Hand, dass das hier eine Linie bildet. Und nun verdreht man das hier mit G noch nach unten. Muss man halt gucken, wie steil man das haben will. Und gleiches Spiel wie drüben. Dass man hier, da kann man halt mit dem Cube ein bisschen hier die ändern alles. Platzieren, Bogen auswählen, Pfeil auswählen. Und man hat einen Bogenschützen, der nach unten schießt. Ist halt quasi gerade so eine Schussposition. Also auch ganz easy. So, jetzt bauen wir mal ein paar Schild- und Speer-Varianten. Und jetzt regnet es ja auch noch. Geil. Wir fangen mal mit einem ganz Basic-Ding an, mit Schild und Speer. Wir nehmen hier den Dude. Platzieren den. Dann könnt ihr den Schildhalter nehmen. Hier mit Rechtsklick fixieren. Und je nachdem, müssen wir gucken, den kleineren Schilden ist es ein bisschen tricky. Ich habe so einen relativ großen Schild bei mir immer genommen. Da geht es noch ein bisschen einfacher. Immer am Körper hier so ausrichten. Guckt, dass das ein bisschen in der Flucht ist und dass der wesentlich niedriger hier so unterm Arm erklemmt. Und kann er ruhig mit dem Arm so eine Linie bilden. Je nachdem, wie er ein Ausgewicht haben wird. Ihr seht, das ist schon wieder zu hoch, weil der Schild halt mega groß ist. Es kann sein, je nachdem, wo man den manchmal platziert, dass ihr die Figur nochmal abreißen müsst. Also immer aus Figur setzen, Schild ausrichten dran und wenn es nicht geht, dass man den Schild platzieren kann. Weil jetzt hier geht zum Beispiel, wenn man drauf guckt. Hier, das ist eine ganz gute Höhe.
Ähm, mal kurz gucken. Oh, neu. Ja, man könnte noch ein bisschen näher ran. Die Rüstung verdeckt es dann noch ein bisschen. Ich glaube, ich nehme noch mal weg. Gehe lieber noch mal ein Ticken mehr rein. Und hier so zwischen Bein und Arm. Wenn ihr eigentlich ein Objekt in der Hand habt und ihr guckt auf den Halter, ihr kriegt ihn eigentlich anvisiert, sonst müsst ihr die Puppe wegnehmen, wenn ihr die jetzt nicht erreicht oder so. Also, Schild platzieren ist an sich easy. Und wenn ihr noch einen Speer haben wollt, hier, nehmen wir zum Beispiel den hier. Ein bisschen drehen. Und ja, den halt hier an der Hand ausrichten. Wird nachher relativ weit zurückziehen halt. Ah, ist ein bisschen Aweng hoch. Und so. Das ist so die Basic-Variante, ganz einfach. Andere Schwere gibt es an sich auch nicht. Aber deswegen gucken wir jetzt noch ein paar andere Varianten an. Also die Variante nehme ich am meisten. Dann halt einfach Rüstung anziehen. Fertig. Variante 2. Der Typ hinsetzen. Dann nehmen wir diesen Gefängniszaunpfahl. 90 Grad ausrichten. Wieder mit R Rechtsklick dann in den Modus hier reingehen. Dann kippen wir das ganze Ding. Wenn ihr das jetzt, wenn ihr wollt, dass er den Speer zweihändig führt, dann muss er an beide Hände anlegen. Wenn er einhändig geführt werden soll, dann an die rechte Hand meistens. Außer ihr wollt, na gut, ich glaube, es gibt keine Figur, wo man das an der linken Hand so gut hinplatzieren kann. Also drehen wir das Ganze jetzt hier noch ein bisschen hin und her. Also am besten auf 90 Grad hier. Dann kann man hier den Winkel schon mal raussuchen. Dann muss man noch den in der Höhe. Das ist hier. Ich würde nur ein bisschen weiter hinten ansetzen. Das macht sich meistens besser. So. Jetzt könnt ihr hier auf den Punkt von der Spitze gucken und zieht das hier runter. Dann könnt ihr das hier verbinden miteinander. Sieht das relativ sauber aus. Dann nehmt ihr den Musikhalt her. Den langen hier. Guckt auch auf die Spitze hier. Wichtig, geht nicht auf den Bauhammer zwischendurch, sonst sind die Winkel weg. Also guckt, dass ihr das alles in einer Leiste habt, dass ihr gleich wechseln könnt. Dann habt ihr alles in einer Richtung. Dann müsst ihr nicht hier 5-mal hin und her drehen alles. Und naja, guckt am besten da unten hier drauf. Da seht ihr, er kriegt ja eine Linie. Und dann müsste das hier nur noch so gucken, dass es mittig ist. Alles. Wohin der Bubble zeigt, ist eigentlich egal. Wäre schön, wenn er eigentlich nicht da wäre, aber ja. So bekommt man halt eine schöne Lanze, finde ich. Hat Spitz jetzt auch noch nicht. Ist halt blöd, dass man nur diese Eisenstäbe nehmen kann, weil bei der Position geht das nicht anders. Aber ja, wenn wir jetzt so einen Typen hier nehmen, also jetzt nochmal die nächste Lanzen-Speer-Variante, wenn man den hier nimmt, eine Flagge nimmt, also was man noch mal ein bisschen so eine Hilfsplatzform, ich würde die auf Höhe Kopf machen hier. Ein bisschen niedriger. Ihr müsst den Arm sehen. Das ist wichtig. Dann nehmen wir die Flagge. Einmal komplett rumdrehen, das Ding. Überlegt euch, in welchen Winkel die gucken soll. Mit Q hoch, das Ding. Ich nehme das jetzt mal hier so in den Winkel einfach. Ansetzen hier.
Den Musikhalter, den müsst ihr jetzt halt nur noch mal kurz in die richtige Richtung drehen. Der hat an sich auch den Winkel noch drin dann. Den müsst ihr jetzt nur noch hier runter platzieren und nicht zu niedrig machen. Ey, wenn ihr die Hilfsplattform höher macht, könnt ihr den Speer auch länger machen. Dann habt ihr eine Speervariante mit schönem Holzstiel und der Spitze. Aber ihr braucht einen sehr, sehr dicken Boden dafür, weil die Flagge unten noch dran rumbaumelt. Ja. Und naja gut, ich glaube, dass mit dieser Variante, dass man den hier nimmt und einfach die Flagge auch daneben stellt. Ich glaube, ich würde die mal ein bisschen niedriger machen auf alle Fälle, weil es sonst ein bisschen sehr lang ist. Ich glaube, das brauche ich nicht zu erklären. Das ist jetzt normal. So, jetzt machen wir noch eine Mistgabel und so eine Art Hellebarde. Man kennt's. Ähm, die Mistgabel ist echt ganz, naja, das heißt einfach. Ist ein bisschen fummelig. Könnt ihr den Typen hier nehmen oder welchen auch immer ihr wollt. Nehmt die Tafel, kippt die am besten hier hochwärts. Die in Richtung kippen, wie ihr den Speer haben wollt. Dreht ihr das Ganze ein bisschen hoch hier. Guckt, dass ihr die Hand noch seht, so ein bisschen. Ich lasse das einfach mal auf 90 Grad. Ihr könnt das auch angewinkelt machen, das ist eigentlich egal. So, können wir den hier noch nehmen. Der kommt wieder nach unten. Könnt ihr den mal schon mal so platzieren. Und brauche ich doch noch mal eine Hilfsplattform. Stellen wir noch mal. Stellen wir noch mal so eine Wand hier hin. Und jetzt geht's los. Wir brauchen den Spaß hier, diesen kleinen Musikhalter und ein paar Löffel. Den Musikhalter. Ihr müsst jetzt im Winkel halt, also von der Neigung her ausrichten wie den Rest hier. An sich kommt er erstmal. Ich habe ihn 90 Grad so gedreht. Dann können wir ihn erstmal als kleinen Kopf schwer so setzen. Und dann nehmen die Löffel. Ich würde empfehlen, die so zu drehen, dass die in 90 Grad 00, dass die Kelle so nach innen zeigt halt. Dann drehen wir das hier im 45 Grad Winkel, obwohl im 55 lieber. Kommt nicht so weit. So, dann könnt ihr ja gleich auf 90 gehen hier oben, das hier so ansetzen. Drehen das Ganze wieder, dass wir auf 90 Grad für die andere Seite sind. Dann runter wieder auf 55. 55, danke. Gleiches Spiel drüben, dann wieder zurück auf 90. Das Ding hier dran. Und für die Mitte würde ich sagen, da drehen wir das ganze Ding mit R nach vorne auf 0.
Alles ein bisschen nach vorne schieben. Obwohl, geht eigentlich so. Und dann einfach zweimal platzieren übereinander. Wenn ich also die Wand hier habe, könnt ihr die dann einfach so an der Seite hier anvisieren, wenn ihr Bock habt. Und wieder wegnehmen. Das hier auch noch wegreißen. Und ihr habt eine Mistgabel, einen Dreizack, keine Ahnung, was ihr da haben wollt. Was immer man möchte. So, dann Variante Nummer 2, was wir hier noch so Tolles haben, ist ja die Hellebarde. Würde ich sagen, wir nehmen den hier. Nehmen wir den Gefängniszaun. Jetzt kommen eine andere Variante nochmal probieren. Und die brauchen diese Eisenpfanne. Also 90 Grad, den Eisenstab hier wieder. Dann hier 90 Grad. Dann gucken wir wieder nach dem Winkel. Die Hände stehen, also hier so. An den Händen ausrichten alles. Ein bisschen nach hinten. Den zweiten Stab vorne dran packen. Den Musikhalter nehmen. Relativ weit hinten aber diesmal. Damit das nicht zu lang wird alles. Ich würde den einfach von unten. Nur. Nee. Richtet von unten aus und nicht auf den Bauhammer wechseln zwischendurch, damit er nicht die Winkel verliert. Das ist ein bisschen tricky. Kriegt man hin. So. Die Pfanne nehmen wir. Legen wir mal. Drehen wir mal mit T die ganze Dings, so dass das hier in einer Flucht ist und dann mit T hier so. Dass für 90 Grad ist. Unten zeigt der ganze Kram. Und ich würde es doch lieber ein bisschen schräg machen hier so. Das hier so ansetzen alles. Dann macht ihr das nochmal in diese Richtung. Und das Ganze gedreht hier nochmal. Okay, um es weiterzumachen. Noch weiter zusammen. Ja, müssen wir ein bisschen probieren. Weiß nicht. Wieder hier drehen auf 45 Grad. Oben den Ring und hier drüben das nehmen wir nochmal weg. Und G zurückdrehen, das Ganze. Dass wir unten 90 Grad erreichen. Und dann guckt ihr, dass hier oben auch irgendwie Ring, dass das alles in 1 übergeht. Ich weiß gar nicht, welche Variante jetzt besser ist.
Man könnte hier nochmal in der Mitte was dazwischen machen. Ist ein bisschen fummelig, ich gebe es zu. So. Ist auch nur eine Idee. Ich glaube, das ist auch nicht so die beste Idee, aber das ist, glaube ich, okay. So. Ich glaube, man kann es als so eine helle Bade schon irgendwie erkennen. So, dann kommen wir noch zu den Hammer-Varianten. Ne? Nehmen wir einmal so einen Einhand-Streitkolbenhammer. Nehmen wir wieder ihn hier am besten. Genau, wen anders nehmen. Ist euch egal. Den Musikhalter. Ähm, ja, ein bisschen so in die Richtung, wo ihr es hinhaben wollt. Und geh runter das ganze Ding. Ich würde ihn so ein bisschen schräg nach unten hängen lassen. Und vom Boden aus kann man da eigentlich ganz gut das alles machen. Dann guckt ihr oben. Lässt sich ganz scheiße zeigen, dass er so wirklich unter der Hand so ein bisschen dahin kommt. Und gleich die Dose in die Hand nehmen hier. Die aber hier vorne ansetzen. Ganz simpel. Und Variante 2. Was wir wieder resetten hier. Nehmen wir den hier. Das Teil. Das dreht ihr komplett rum. 90 Grad oder wie ihr es haben wollt. Ähm, ja, ich glaube, das wird mit Hilfswand was. Ich muss auch mal schon überlegen, wie ich das platziert habe. Macht hier wieder so, dass die Hand gerade war zu niedrig. Ja, nehmen wir halt 2 von den Dingern. Kein Problem. Und dann könnt ihr den hier ganz easy platzieren. Halt in die Hand halt hier rein. Die könnt ihr wieder wegnehmen. Dann nehmt ihr die Schmuckkästchen. Dreht die 90 Grad hier zurück. Guckt hier vorne rein. Guckt, dass es so ein bisschen mittig bei rauskommt. Und ihr habt so einen großen Hammer halt. So, andere Variante wäre noch den Typen hier nimmt. Das wird auf dem Boden, ja. Und das Teil. Dann wieder mal mit unserem tollen Stangending hier wieder ausrichten. Die Hände. Mittig platzieren. Relativ mittig. Dann den Musikhalter nehmen. Den mit dem ihr guckt halt T jetzt hier zum Beispiel drehen. Auf die gleiche Strecke. Hier vorne an die Spitze gucken. So platzieren, ganz vorsichtig. Dann nehmt ihr das Musikteil, dieses Schmuckkästchen hier.
zieht das hier ein Stück nach vorne mit Q. Platziert das hier. Dann nehmt ihr die Wand hier wieder mal, diese tolle. Bisschen hochschieben. Guckt, dass es ein Winkel ist, wo ihr dann den Hammerkopf haben wollt. Hier zum Beispiel so. Nehmen wir die Schmuckkästchen hier. Ich glaube, ich habe es zu nah gemacht. Ja, zu nah. Lasst dann schon gut Abstand zur Figur, dass ihr jetzt gleich beim Platzieren mehr Freiraum habt. Das ist oben. Okay, dann erstmal mit T drehen, dann haben wir einen anderen Winkel. Das ist hier besser. Dass ihr vorne die Spitzen habt. Ja, es ist zickig. Es ist echt zickig gerade. So. Ja, es geht mal mehr, mal weniger gut mit den Tafeln. Ja. 1, 2 Handhammer. Ein ganz groß. So, kommen wir noch zur Abteilung Magier. Da würde ich sagen, wir nehmen mal was von den cooleren Sachen noch. Nehmen wir mal die Figur hier. Dann könnt ihr einen Eisenstab nehmen. Drückt den das hier in die Hand. Wo die Hand hier ist. Ja. Und je nachdem, welchen Winkel, genau. Ich meine, ich habe jetzt 90 Grad genommen, das ist halt echt easy. Hilfsplattform. Da kann man einfach hier so eine schöne Kugel draufsetzen. Hoffentlich mittig. So. Und die hat sowas wie Magierstab. Ich sag mal, es regnet schon wieder hier einfach. Ich das mal ausmachen müssen. Ich sag mal so, die andere Variante, so diese Basic-Variante ist ja, wenn man den hier nimmt und dann diese Halterung halt nimmt für die Magiestäbe. Es gibt halt leider keine andere Variante, wie er normale Waffen platziert. Ohne es zu drehen, danke. Dann können wir es ja an der Figur wieder ausrichten. So was die den Händen zu den Händen das machen halt. Und ihr könnt das ein bisschen hier so eindrehen, aber ich sag mal so, im Normalfall es wird halt nie wirklich pralle am Ende. Ihr müsst ja wieder dann die Figur halt wegnehmen, weil sonst platziert den Stab rein und setzt die Figur dran. Da könnt ihr echt nur probieren, dass ihr das ein bisschen so verschwinden, in der Figur verschwimmen lässt. Mal hier. Das ist eine Robe. Ich bin schon über der Hälfte. So. Wir können nur probieren, dass es irgendwie leicht in die Figur irgendwie versteckt bekommt. Ganz weg bekommt es nicht, aber die normalen Waffen kann man ja anders platzieren. Ist halt einfach so. Die normalen Kleinstäbe, weiß ich nicht, das ist halt alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Das sieht man alles nicht. Da sieht man mehr Halterung als von der Figur noch was.
Vielleicht fällt mir mal irgendwann was ein nochmal. Das wär's dazu erstmal. So, kommen wir noch zur Variante mit den Einhandwaffen und Zweihandwaffen, die normalen zu platzieren. Bei den Einhandwaffen, da nehme ich immer gern den Schild dazu noch, weil, naja, der verdeckt noch mit das meiste von dem nicht so schönen Halterzeug hier. Legen wir erstmal Schild hin. Sieht manchmal nicht so leicht, den da. Ich die Figur schon wegnehmen. Einhandhalterung nehmen. Dreht die so, dass die auch das Schwert dann nach außen zeigen kann. Dann könnt ihr, wie ihr wollt, das im Winkel noch ein bisschen verändern. Das hier muss dann, als der linke Büppel, der das Schwert hält, der muss relativ nah zur Hand. Die Figur meistens wegnehmen. Das Schwert platzieren. Kurz resetten und könnt ihr den Typen hier platzieren. Es ist, ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. So, dann Zweihandwaffen, ähnlich wie bei dem mit dem Magiestab jetzt hier. Können wir dann die Zweihandwaffenhalterung hier nehmen. Können wir ein bisschen anschrägen. Müsste die Figur wieder wegnehmen. Mal zum Hammer, da geht es damit am besten. Oder mit einer Axt halt. So setzen und dann tut ihr den wieder hier hin. Und guckt, dass er vielleicht die Halterung, dass sie relativ weit im Körper der Puppe ist. Dann kann man, wenn man die Rüstung drüber zieht, ich sag mal so, kann man noch ein bisschen was rausholen, dass man es nicht zu sehr sieht. Ich meine, auf der Nähe sieht man es immer, aber auf der Entfernung geht das schon besser. Ja, legen wir mal mit den Musikinstrumenten los. Also, wir fangen mit der Harfe an. Nehmen wir mal den Typen hier. Dafür brauchen wir am besten die kleinen Waffenhalterungen hier. Musikhalterung. Ähm, bei der Harfe ist ganz leicht. Hier sieht man es auch, das ist sehr mittig. Und das heißt, somit hier eher Rechtsklick mal fixieren. Und dann müssen wir das Ganze noch hier in eine Luft von der Hand bringen. Kriegen wir das hier noch ein bisschen so. Ja. Und ja, platzieren, dass wenn man jetzt hier so guckt, zwischen Brustkorb und Hand, muss man halt die Statue wieder mal weg machen dafür. Kurz resetten. Oder? Also ganz easy. Man kann es auch mit Hilfsblöcken machen hier. Wenn man diese Bronzeblöcke nimmt und im dritten oberen Block halt die Mitte nehmt. Das ist auch die Höhe. Müsst halt nur noch die Richtung ausrichten. So, dann machen wir hier noch die
Flöte. Welche Chemistenband nehmen dafür. Fixieren. Dann, wenn wir hier unten, wir haben 2 Holzflächen jetzt, also 2 Bretter. Nochmal 2 Ticks hier nach oben, dass unten so eine leichte Kante bekommt. 15 Grad neigen. Richtig. Dann nehmen wir das Ding hier. Dreht die 15 Grad zurück. Dreht es recht nach links, bis es 90 Grad erreicht. Kippt es wieder 15 Grad. Und dann geht ihr hier relativ weit oben hin. Das ist die Kante. Und wenn wir jetzt so drüber gucken, seht ihr die rote Linie. Dann könnt ihr das relativ mittig ausrichten, ne? Dass es in einer Linie ist. So. Dann noch hier die Löten da reinschmeißen. Ihr seht, sind die dann relativ easy in der Flucht. Und dann könnt ihr die Puppe da auch hin platzieren. Geht ein bisschen weiter weg, damit ihr die Mitte hier so trefft. Macht einfach so, dass die obere halt das so leichte Brustkorb ist. Genau. Dann die Laute. Dann nehmen wir den hier wieder auch. Einen kleinen Musikhalt her. Der wird jetzt nah. Also der Pfeil zeigt Richtung Körper von der Laute. Und der müsste so ganz leicht neben die Hand. Und auch hier halt den Winkel einstellen, ganz leicht. Ist nicht viel. Dann sieht es ungefähr so aus. Reißen. Und dann könnt ihr die Figur wieder hinsetzen. Wenn er auf der richtigen Höhe ist. Genau. So, dann die letzten beiden einfachen Sachen eigentlich. Ist eigentlich zweimal das gleiche. Nehmen wir 2 Figuren davon. Und wieder diesen Halter. Einrasten. Den müsst ihr jetzt nach hinten kippen. Nachdem wir welchen Winkel ihr jetzt haben wollt. Ich würde sagen mal so. Den einen schiebt uns mal so ran, dass er hier zwischen Becken und Hände ist. Der muss recht niedrig werden. Also so. Dass der zwischen den Händen liegt. Und bei dem genauso. Also das ist wirklich 1:1 das gleiche. Müssen wir die Puppen wegreißen. Das Richtige reinmachen noch. Können wir das hier noch so platzieren und dann ist das schon erledigt. Total easy. Also. So, dann sind wir damit durch. Ich hoffe, ihr könnt was beim Video mitnehmen und vielleicht auch ein paar Ideen, die euch gefallen haben oder so, oder ihr baut es nach. Wie gesagt, manche Ideen sind halt auch, ja, da gibt es nicht viel, was man aktuell machen kann, vor allem bei den Waffen, die man wirklich platzieren will. Vielleicht ändert sich ja mal in Zukunft, wer weiß. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß weiterhin beim Spielen. Ciao.